kannst du mal eben ganz schnell was für mich machen? Wie, das Geld soll ich dir zurückgeben? Ich dachte, dass du mir das schenkst. Ja, das sind typische Ausreden von extremen Narzissten oder auch Sätze, die sie nutzen, wenn sie andere ausnutzen wollen. Denn das machen extrem narzisstische Menschen wirklich oft. Warum machen sie das? Wie machen sie das? Und warum, verdammt nochmal, lässt man sich von ihnen vielleicht wirklich häufig ausnutzen? Wie kann man das aber auch besser erkennen und da besser Grenzen setzen? Das erkläre ich euch heute und habe viele Tipps. Am Ende natürlich auch wie gewohnt 3 Fragen, die du dir selber stellen kannst. Hi, ich bin Marie, schön, dass du da bist, dass du vielleicht auch wieder da bist. Ich kann es persönlich gar nicht ab, wenn Menschen, andere Menschen ausnutzen, vielleicht auch über den Tisch ziehen, versuchen nur ihren Vorteil zu erlangen. Aber extrem narzisstische Menschen, die machen das leider wirklich sehr, sehr häufig. Deswegen gucken wir uns heute dieses Thema an, damit man das viel schneller erkennt und da eben auch Stopp sagen kann, seine Grenzen setzt. Ihr wisst natürlich auch, ein einzelner Punkt macht hier noch lange kein krankes Gegenüber aus. Schwarz-Weiß-Sicht gibt es hier nicht, Bashing dafür jeden Samstag. Frisches Video, frischer Content. Abonniert gerne meinen Kanal, verpasst ihr kein Video mehr mit ganz vielen Tipps zum Thema Psychologie, Narzissmus und eben auch zur eigenen Stärkung. Das ist hier ja auch wichtig, ne? Denn nur weil einer was versucht, muss man da natürlich auch nicht mitmachen. Wenn ihr eigene Gedanken habt zum Thema und ich finde, ausgenutzt worden ist vielleicht viele von euch schon auch von extrem narzisstischen Menschen, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann können wir uns da natürlich auch austauschen. Jetzt gucken wir uns erstmal an, in welchen Bereichen und wie versuchen extreme Narzissten das. Ihr wisst auch, Mann, Frau, wie auch immer ihr euch fühlt, ihr könnt hier bei mir alles beliebig tauschen. Das liebe Thema Geld. Ihr wisst ja aus bestimmt einigen meiner Videos schon, dass gerade Geld wirklich bei Menschen, die sehr, sehr stark narzisstisch sind, eine große Bedeutung hat. Verdeckte Narzissten, die tun häufig sehr, sehr bescheiden. Die tun so, ja, nee, Geld ist mir überhaupt gar nicht wichtig, während offene Narzissten schon auch gern damit prahlen und protzen, was sie haben. Und es ist so, dass sie an Geld gerne kommen wollen mit möglichst wenig Aufwand. Denn das wisst ihr aus meinen Videos auch aus meinem Buch, bei dem geht es, wenn ihr es noch nicht kennt, kann ich euch auch empfehlen, das Thema Narzissmus nochmal tiefer, verdeckter, offener Narzissmus und das Thema Geld auch und auch der Punkt, dass sie unfassbar faul sind. Und ja, da wollen sie aber trotzdem, trotz dass sie faul sind, trotzdem viel Geld haben. Und da nutzen sie eben leider andere Menschen auf. Entweder, wie gesagt, fragen sie nach Geld, ne? Diese Roberta, die war es schon richtig leid. Denn wenn ihr Bruder Andreas anrief, dann fragte er immer ganz, ganz kurz am Telefon, ach Roberta, na, alles klar? Aber sofort fing er eigentlich wieder an, über seine Probleme zu reden. Und dann fing er auch wieder an, nach Geld zu fragen. Wenn Roberta dann aber sagte, die eine kleine Familie hatte, sie hatte selber nicht so viel Geld, sagte sie manchmal auch, Mensch, Andreas, ich kann diesmal nicht. Dann holte er die Keule, die Gesundheitskeule raus. Andreas ging es gesundheitlich nicht so gut und er fühlte sich halt auch immer in der Familie sehr, sehr stark benachteiligt, hatte das Gefühl, dass Roberta einfach mehr Glück hatte und fing dann wieder an, ja, irgendwie auf die Tränendrüse zu drücken. Auf jeden Fall schaffte es Roberta da häufig nicht, die Grenze zu ziehen und so floss viel, viel Geld immer an Andreas, der aber auch nichts dafür tat, dass seine Erkrankung besser wurde und dass er selber ein besseres Einkommen hatte. Sie lassen sich etwas Materielles geben und geben es nicht zurück. Das ist oft auch ein Weg, andere Menschen auszunutzen. Ne? Entweder leihen sie sich Geld und wissen davon vielleicht nichts mehr, sie geben euch nur einen Teil des Geldes zurück, aber auch bei materiellen Dingen, damit meine ich, sie leihen sich mal irgendwie einen Schal, ach du, es ist jetzt so kalt, ich habe jetzt hier nichts mit, kann ich deinen Schal nehmen? Sagt vielleicht deine Schwester, sie weiß genau, es ist dein Lieblingsschal, hast du dir mitgebracht von der USA-Reise? Ja klar, gibst du ihr, fragst sie immer wieder, ob du den zurückbekommst und sie gibt dir diesen Schal einfach nicht wieder. Das ist auf den ersten Blick, kann man natürlich was vergessen, aber das ist dann häufig durchaus auch berechnend. Dann das nächste ist auch Arbeitsleistung, die sie nutzen. Ja, also sie versuchen, andere Menschen dort auszunutzen, wo sie ihnen halt hilfreich sein können, wo sie halt irgendwie was für sie machen können, natürlich kostenlos in ihren Augen, wo sie selber nicht weiterkommen. Ein Klassiker ist da einfach eine Narzisstin, die irgendwie 1000 Ideen hat und jetzt will sie irgendwie so eine
Dog-Sitting-Website machen, aber sie kann mit Websites an sich, hat sie gar nicht den Einblick, hat auch keine Energie, sich da reinzufuchsen. Und die hat eine gute Freundin, die hat sie erst kürzlich kennengelernt auf so einem Seminar am Wochenende und die ist eben Webdesignerin. Und dann fängt sie an, also kannst du mir da nicht mal ein bisschen was erklären? Und aus diesem ganz bisschen erklären, da müsst ihr mal drauf achten, wird häufig dann daraus die große Nummer, dass das Gegenüber dann plötzlich alles machen soll und ruckzuck, wenn ihr jetzt das Gegenüber seid, da habt ihr plötzlich diese gesamte Website da irgendwie an der Backe. Also das ist durchaus eine Möglichkeit. Das sind manchmal auch schleichende Prozesse, wo man vielleicht erst einen freundschaftlichen Gefallen tut, der plötzlich zu einer großen Nummer wird. Das Zweite ist das Ausnutzen der Zeit anderer Menschen. Das passte nicht zu dem, was wir eben schon besprochen hatten, ne? Narzissten, wenn ihr es euch auch genau anguckt, und mit Narzissten meine ich in dem Fall Menschen, die einen sehr ausgeprägten Narzissmus haben, einen extremen Bereich vielleicht auch schon gehen, die wollen halt sich möglichst alles um sie dreht, denn sie haben einen geringen Selbstwert und den stabilisieren sie eben so, indem sie das Zentrum für sich selber sind und auch alle anderen das Zentrum, also sie für alle anderen das Zentrum eben bilden. Und die Zeit anderer Menschen ist, wenn ihr mal genau hinguckt, für sie selber überhaupt gar nichts wert. Ne? Das passt ja eben auch zu dieser Website, ne? Das nach dem Motto, mach mal, und dann nutzen sie das eben auch. Sie beanspruchen gerne Zeit anderer Menschen und sie haben damit auch absolut gar kein Problem, ganz, ganz viel Zeit in Anspruch zu nehmen. Durch den Mangel an Empathie haben sie leider auch kein schlechtes Gewissen. Das heißt, was meine ich damit? Sie lassen Menschen zum Beispiel ewig warten. Die haben kein Problem damit, zum Beispiel im Alltag zum Essen. Ne? Also ihr habt vielleicht einen extrem narzisstischen Partner und ihr kocht so auch ganz gerne, bereitet das auch gerne vor, aber es ist wirklich total anstrengend, denn jedes Mal lässt er ewig auf sich warten, bis er zum Essen kommt. Mitunter ist das Essen dann sogar schon kalt und dann beschwert er sich sogar noch, dass das Essen jetzt ja wirklich nicht so heiß ist, wie er es gerne mag. Ja? Und das ist manchmal ganz skurril, aber die haben häufig dann auch gar kein Gefühl dafür. Man sagt, warum gehst du denn gerade jetzt noch mal irgendwie auf Toilette? Warum musst du denn jetzt noch diesen Ordner irgendwie neu ordnen? Dann fühlen sie sich häufig sogar noch angegriffen. Bei Verabredungen, das ist auch sehr, sehr klassisch. Da muss man allerdings immer gucken, es kommt immer darauf an, in welchem Verhältnis ihr mit den Narzissten seid. Manchmal ist ihnen das Außenbild sehr wichtig, sind sie sehr genau, sind sehr pünktlich, bei anderen Menschen wiederum nicht. Häufig habt ihr diese Abstufung in der Familie eher nicht. Ja? Eure Schwester vielleicht sonst immer sehr zuverlässig, sehr pünktlich, bei euch kommt sie immer zu spät oder sie kommt überhaupt gar nicht. Bei Zusagen, ob sie zu einer Verabredung kommen, auch da lassen sie sich die Sachen wirklich häufig sehr offen. Kann man ja machen, aber auch gerade dann, wenn es vielleicht auch wichtig ist, wenn nur wenig Leute vielleicht eingeladen sind, wenn man einkaufen muss, auch das kann zum Problem sein. Dann auch Thema Zeit, andere für ihre Belange eben einzuspannen. Da kennen sie auch häufig keine Grenzen, sich etwas erklären zu lassen. Das ist ein Klassiker auf der Arbeit, ne? Wenn man auf der Arbeit ist und man hat eine Kollegin, die vielleicht auch extrem narzisstische Züge hat, die vielleicht auch ein bisschen faul ist und ja, dann lässt sich also ständig irgendwie was erklären und total ausführlich erklären, bis meistens die Menschen an den Punkt kommen, dass sie sagen, ach, dann mache ich das halt. Haben sie ihr Ziel erreicht. Da müsst ihr auch aufpassen, da nicht in diese Falle quasi zu geraten. Oder ihnen auf dem Grundstück mitzuhelfen, das ist auch so ein Klassiker. Ne? Da ist vielleicht ein Nachbar von euch und ja, dieser Nachbar ist, der hat es irgendwie immer drauf, so, wickelt einen ins Gespräch, ach, kannst du nicht mal schnell, mal eben, meine Frau ist ja nicht so stark und zack, steht ihr wieder da, helft ihnen bei allen möglichen Tätigkeiten, der ganze Tag ist irgendwie dahin und er hat euch eingespannt und am Ende sagt er nicht mehr Danke. Also das sind auch häufig so Klassiker, müsst ihr mal drauf achten. Dann ist es auch eine Arbeitsleistung, zum Beispiel bei Freundinnen, ne? Da kann es auch sein, oder Freunden, wie auch immer, da lassen sie auch die Freunde eher machen und ja, nutzen da einfach auch aus, wenn andere sich kümmern. Ne? Da sind zum Beispiel Lisa und Mia und ja, die Lisa, die ist immer so eine Organisatorin, die mag gerne Theaterbesuche, die geht super gerne ins Theater und die Mia geht da auch immer ganz gerne so mit. Und ja, die Lisa hat auch immer die Karten besorgt und da hat die Mia sich aber auch, ja, es war immer ein bisschen zäh, hat
hat sich häufig auch so bitten lassen. Und einmal hat die Lisa dann gesagt, sag mal Mia, ich schaff's bei mir zeitlich nicht. Kannst du nicht die Karten vorher, die musste man vorher, die waren hinterlegt, einfach abholen. Ja. Und zack, sagte mir, ach weißt du, ja, da müsst ihr, wie viel müsst ihr dann früher da sein? Sagt sie, du, vielleicht eine halbe Stunde vorher, ist immer relativ viel los. Ich schaffe es nicht mit der Arbeit. Das war das erste Mal nach wirklich Jahren, dass Lisa Mia mal gebeten hat, dass sie etwas macht. Und dann sagte Mia plötzlich, oh, weiß ich nicht, du, das schaffe ich vielleicht jetzt auch nicht. Aber so wichtig ist es ja plötzlich auch nicht. Ja? Und plötzlich hatte Mia gar kein Interesse mehr daran, mit ins Theater zu gehen. Das, was so lange eigentlich so gut lief, wo Lisa eigentlich auch dachte, dass beide das gerne machen würden, war es plötzlich dann mit diesen Theaterbesuchen vorbei, als Mia mal etwas machen sollte. Und das habt ihr sehr, sehr oft. Wenn es unbequem wird, wenn sie etwas machen sollen, dann ist es alles nicht mehr so wichtig und dann kümmern sie sich nicht, sind mitunter sogar gekränkt. Narzisstische Kränkung, habe ich mal ein Video gemacht, hier oben und hier unten. Sind sogar gekränkt, weil sie jetzt etwas machen müssen. Das gefällt ihnen gar nicht. Das nächste ist die Hilfe von anderen Menschen. Das ist auch so eine Sache. Wisst ihr, Narzissten schmücken sich sehr gerne mit Hilfsthemen oder so Trendthemen. Versteht mich nicht falsch, nicht jeder, der helfend ist auch gleich jemand, der extrem narzisstisch ist, aber es ist durchaus möglich, dass Menschen sich dort eben, die sehr narzisstisch sind, auch tummeln sozusagen. Sie sind häufig der Retter in der Not, so schmücken sich gerne, oder so Aufrüttler-Themen habe ich es genannt, wo sie polarisieren wollen, wo sie sagen, man merkt auch in der Sprache, ne, so eine ganz polarisierende Sprache. Dort findet ihr sie, sie sind auch sehr laut, sehr präsent, aber ich habe euch vorhin schon gesagt, sie sind häufig sehr, sehr faul. Und deshalb sind sie zwar immer gerne ganz vorne mit dabei, sich zu präsentieren, auf Bühnen, online zu präsentieren, aber die Arbeit im Hintergrund, und da ist vielleicht Arbeit auch zu machen, was vorzubereiten, vielleicht auch Artikel wirklich zu recherchieren und, da haben sie keinen Bock drauf. Das wollen sie eher nicht. Und da gucken sie immer nach anderen Menschen, die sie da tatsächlich ausnutzen können. Ne? War zum Beispiel Britta, die war jetzt irgendwie neu in Berlin, sie hatte richtig viel in ihrem Leben geändert, sie kam eigentlich aus einem Dorf im Schwäbischen irgendwie und dort hatte sie jetzt endlich mal diese ganzen Systematiken da, ungesunden Systematiken, in denen sie sich auch befunden hatte, mit Freunden und Familie und so verlassen. Und sie wusste jetzt auch, also nach Berlin, und hat jetzt gedacht, so, und jetzt die Frauenthemen. Frauenthemen, das war so ihr Empowerment, also Frauen-Empowerment. Und dann kannte sie halt niemanden, hat sie ein bisschen geguckt, dann war sie auf einer Veranstaltung und dort hat sie auch direkt eine kennengelernt, die sich da in so einem Verein engagiert. Ne? Und die war auch total nett und das war auch so eine PR-Frau und Britta dachte, wow, das hat sofort gematcht und sagte, ja, hey, komm in mein Team, komm in mein PR-Team. Und so hat Britta eben angefangen, dort was zu machen und sie fand das auch ganz, ganz toll. Diese Clara hieß sie, ne, diese Frau da in der ersten Reihe, dieses Female Empowerment, die fand das auch ganz toll, wie Britta auch online war sie super, kannte sich irgendwie super gut aus. Sie hatte auch gute Kontakte in die Industrie, weil sie dort eben auch arbeitete und das fand sie ganz toll. Ja, und so gab Clara ihr immer mal so kleine Aufgaben in ihrem Team und das machte Britta auch und es wurde aber irgendwie auch immer mehr. Und dann fragte Britta irgendwann, sag mal, ist es nicht möglich, dass ich auch mal so, also mal mitkommen kann zu diesen Auftritten, die du hast? Ja, das können wir machen, aber das machen wir erst im nächsten Step. Mach du jetzt erstmal, vielleicht mach die PR-Texte doch erst nochmal schön, ne? Das kannst du doch so gut. Und das konnte Britta wirklich gut und das merkte Clara auch ganz schnell. Ja, und so schrieb Britta also wirklich PR-Texte noch und nöcher, vermarktete Clara. Clara stellte es nach außen aber immer so dar, als wenn sie die Texte selber schrieb, als wenn Britta sie nur überarbeitete. Und Britta wurde immer eher zu Hause gelassen, die sollte eher von zu Hause arbeiten, wurde nur selten eingeladen, auch auf Veranstaltungen mal mitzukommen, wurde häufig vergessen, sagte Clara, oh, habe ich dich vergessen, auf den Verteiler zu nehmen. Ja, es fühlte sich alles nicht gut an und das Schlimme war eben auch, Britta vernachlässigte aufgrund dieses Engagements, was sie da machte, zunehmend ihren Job. Aber sie fühlte sich irgendwie auch zunehmend ausgenutzt,
aber dachte halt, naja, ihre Zeit ist noch nicht gekommen. Ja, das ist nur ein Beispiel, in welche Richtung das gehen kann. Ne? Gerade wenn man vielleicht auch ein bisschen lost ist. Ne? Die Britta kam jetzt ja irgendwie auch erstmal neu in die Stadt und so, suchte vielleicht Leute, hat gedacht, wow, das ist ganz nett, das ist ja toll, ich werde integriert. Und dann plötzlich ja, wird sie so ausgenutzt. Natürlich liegt es auch an Britta, da eine Grenze zu ziehen. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Dann Wissensthemen. Ihr wisst ja, Wissen, smart sein hat für Menschen, die extrem narzisstisch sind, eine große Bedeutung. Aber Narzissten selber haben häufig, wenn ihr genau hinschaut, keine eigenen Ideen. Sie sind nicht selten Copycats, sie kopieren andere Menschen, ihre Ideen, was durchaus skurrile Züge annehmen kann. Das liegt oft an der eigenen Ideenlosigkeit, die sie haben, ziemliche Unsicherheit, aber auch fehlende Kompetenz und Wissen. Also sie stellen sich ja sehr oft, sage ich auch, als hochbegabt dar. Wenn ihr genau hinschaut, ist da einfach nicht viel. Dabei, und das ist auch der Punkt, bewundern sie häufig Menschen, die mehr wissen als sie sozusagen, das spüren sie schon, das sehen sie auch, sie bewundern das, aber sie werten es eben auch ab. Ne? Und sie versuchen eben, weil sie häufig vielleicht auch nicht die Kompetenz und das Wissen haben, vielleicht auch nicht in der Lage sind, es sich anzueignen, auf unterschiedliche Art und Weise andere auszunutzen und sich deren Wissen quasi zunutze zu machen. Ja, wie machen sie es? Ganz einfach häufig durch Ausfragen. Business-Ideen, Trendthemen, sie wollen lernen und wissen, was andere machen, das rauszubekommen und dann das Ganze als ihre Idee und das, was ihnen eingefallen ist, eben zu verkaufen. Wenn man Außenstehender ist, muss man ehrlich sagen, dadurch, dass man auch merkt, dass es nicht so wirklich gehaltvoll ist, merkt man es dann schon. Ja? Sie unterschätzen ja so oft die Außenwelt und überschätzen sich dann eben selbst. Und das ist etwas, es kann trotzdem sehr ärgerlich sein, wenn ihr diejenigen seid, die vielleicht kreativ sind, die Ideen haben, wenn dann immer jemand kommt und euch da etwas rauben möchte. Da ist vielleicht der ehemalige Chef von Paul, ja, und Paul und der Chef, das war immer so ein ambivalentes Verhältnis. Der Chef war schnell hochgekommen, ja, hatte über Kontakte eine Führungsposition bekommen, relativ schnell. Und Paul selber war ein sehr, sehr fleißiger Typ. Der war sehr kreativ, hatte immer sehr, sehr viele Ideen. Ja. Und Paul ist aber irgendwann, es gab Umstrukturierung in der Firma, sehr unschön auch gewechselt, aber traf sich noch immer mit seinem Chef. Und da gab es immer sehr, sehr merkwürdige Vorkommnisse, die ihm jetzt vielleicht auch erst bewusst werden. Denn er traf sich mit diesem Chef. Dieser Chef, ja, unterhielt sich mit ihm und fragte ihn immer so ein bisschen auf und sagte so, ja, und thematisch, wo geht es denn bei dir so hin? Und Paul erzählte, weil er ja dachte, naja, ist ja auch sein vertrauenswürdiger Chef. Das Phänomen war immer, wenn er dann die nächsten Tage einmal auf LinkedIn schaute, kamen plötzlich lauter Postings zu den Themen, die er seinem Chef quasi auf dem Silbertablett präsentiert hatte, seinem ehemaligen. Das fand er merkwürdig. Und da sollte Paul vielleicht mal auf sich und sein Gefühl hören. Denn wenn dieser Chef extrem narzisstisch ist, dann kann das durchaus sein, dass der das einfach nutzt. Das ist in dem Fall vielleicht kein Problem, nervig, ja, aber ihr wisst auch, das kann in anderen Bereichen auch echt schädigend sein. Deswegen sollte man da mal ein bisschen genauer hingucken. Dann ausnutzen, zum Beispiel Kollegen nutzen Wissen anderer und Ideen, um sie als eigene zu verkaufen. Das ist ja schon etwas, was dann durchaus schädigender ist. Wenn ihr so einen Kollegen vielleicht und eine Kollegin irgendwie habt, die immer bei euch eher so die Ideen sammeln und die dann wirklich schamlos als ihre präsentieren. Oder auch Freundschaften und Partnerschaften, ob das Business-Ideen vielleicht wenn ihr im Startup-Bereich seid, Masterarbeiten, Hausarbeiten, habt vielleicht im Studium irgendwie habt schon voll die Idee für die tolle Abschluss-Masterarbeit irgendwie und dann sitzt ihr so zusammen und trinkt ein Weinchen mit ein paar Leuten und ihr sagt so, einer, die ihr so ein bisschen kennt, ja, das ist zum Beispiel mein Thema und dann präsentiert sie es irgendwie ein paar Monate als ihr tolles Thema, ihr Thema als Masterarbeit und ihr denkt echt, ihr steht im Wald. Ne? Also das sind so Sachen, da könnt ihr auch mal drauf achten und solltet dann vielleicht auch, aber komme ich auch gleich noch drauf, ein bisschen vorsichtiger sein
mit dem, was ihr erzählt. Was nicht heißt, dass ihr paranoid werdet, aber da solltet ihr wirklich drauf achten. Partnerschaften, ausnutzende Partnerschaften, ja, gibt es leider auch sehr, sehr häufig. Das kann in sehr ungesunde Richtungen auch gehen, sowohl Mann als auch Frau. Auch hier, diese ganzen Themen, die wir gerade hatten, können ausnutzend sein. Es kann sein, dass ihr einen Partner habt, der euch finanziell ständig ausnutzt, ne, der entweder schon zu Beginn der Beziehung sich vielleicht auch mal Geld leiht, sich von euch vielleicht auch aushalten lässt, oder Mann, Frau, wie gesagt, könnt ihr alles tauschen, wie ihr wollt. Es kann sein, dass auch dieses Hilfsthema, ne, du hast vielleicht einen Partner, der ist selbstständig und ja, du hast auch selbst deinen eigenen Job und es wird aber zunehmend so, dass du quasi sein ganzes Business sozusagen wie machst, ne, sowohl investierst als auch ihm supportest. Klar, in einer Partnerschaft sollte man das, aber es wird irgendwann unausgeglichen. Dann auch ausnutzend einfach ja, innerhalb der Partnerschaft bei Kleinigkeiten in Anführungsstrichen. Das heißt, dass ihr im Haushalt irgendwie total viel macht, euer Partner, eure Partnerin narzisstisch ist, überhaupt gar nichts und auch gar kein schlechtes Gewissen hat, weil sie oft dieses Selbstverständnis haben, naja, wieso müssen sich doch alle um mich kümmern? Ja, ich mache da irgendwie nichts. Ihr lasst euch da vielleicht auch stark ausnutzen, habt auch Probleme, Grenzen zu setzen. Ja, jetzt ist die Frage, warum machen extreme Narzissten das? Nutzen andere Menschen so oft aus in den verschiedenen Beziehungen? Übrigens, was Partnerschaften betrifft, schaut mal hier oben und hier unten, habe ich euch nochmal ein Video verlinkt. Warum machen sie das? Ne? Schauen wir uns mal an, bevor wir auch gucken, warum macht man es verdammt nochmal vielleicht auch häufig mit. Man muss sagen, sie sind häufig einfach verdammt faul. Das habe ich euch zu Beginn schon gesagt. Sie haben einfach kein Problem damit, sich quasi bedienen zu lassen. Nicht selten kommt das auch, wenn ihr genau hinguckt, von früher bei ihnen. Also gerade wenn sie das goldene Kind narzisstischer Eltern gewesen sind, dann sind sie es gewohnt, dass andere Menschen alles für sie machen. Quasi die Mutter, der Vater sind sehr stark gespoilert worden, haben ganz viel bekommen und haben dann da auch gar kein schlechtes Gewissen. Dann häufig auch diese Rollenklischees, die sie auch mögen sozusagen, in denen sie sich dann auch suhlen. Ja? Also nach dem Motto, ja, die Frau macht doch das für den Mann. Ja? Also da müsst ihr auch mal gucken, ich bin halt sehr konservativ. Ne? Das sind auch so Ausreden oft. Man muss auch sagen, sie sind selber häufig nicht besonders smart. Dann den Krüger-Effekt, sie merken es oftmals aber auch nicht. Und deswegen sind sie auch so, wie gesagt, beim Ausfragen, Ideenklau und Copycat-mäßig unterwegs. Das ist auch leider sehr oft so. Sie kommen damit vielleicht auch eine Zeit lang durch, denken, das läuft ja ganz wunderbar und können sie sich irgendwie entspannen. Sie unterschätzen, muss man aber auch sagen, häufig ihr Umfeld. Sie glauben sehr oft, die sind so doof, die merken es nicht. Aber natürlich merken die das auch, dass da was schief läuft. Sie wollen, ihr wisst ja, die Welt besteht bei ihnen aus Gewinnen und Verlieren. Das heißt, sie wollen gewinnen, sie wollen ausnutzen, denn wer ausnutzt, ja, der ist ja der Gewinner. Ja? Und so ist es ja häufig sogar, wenn ihr mal Narzissten untereinander euch anschaut, ja, dass sie das sogar bewundern untereinander, wenn jemand noch ausnutzender ist als sie. Und das ist halt auch so ein Punkt. Dann haben sie häufig auch kein schlechtes Gewissen aufgrund des Mangels an Empathie, denn man würde ja normalerweise an manchen Punkten auch sagen, boah, ich möchte gar keinen so ausnutzen. Wenn ich mir Geld leihe, möchte ich ja es irgendwie auch zurückgeben. Und ich möchte ja eigene Ideen haben, oder ich möchte auch in einer Partnerschaft auf Augenhöhe gleichberechtigt leben, aber das ist bei ihnen häufig eben nicht so. Wie ich eben schon gesagt habe, sie sind es gewohnt, umsorgt zu werden. Sie haben kein Gefühl dafür, wie das auf andere Menschen auch wirkt. Ne? Habe ich gesagt, Umfeld unterschätzen, sich selbst überschätzen und dann auch gar nicht zu merken vielleicht, dass das auch die Außenwirkung, die ihnen ja so oft so wichtig ist, dass es einen gegenteiligen Effekt hat. Jetzt die Frage, warum macht man es mit? Ist nicht unwichtig, denn gerade in diesem Bereich müssen wir uns das mal anschauen. Ja, man ist es vielleicht traurigerweise echt gewohnt. Wenn ihr aus einem Elternhaus mit extrem narzisstischen Eltern kommt, Mutter, Vater, im schlimmsten Fall wirklich beide, auch das ist möglich, dann kann es sein, dass ihr es gewohnt seid, diese zu umsorgen, dass die euch ausgenutzt haben. Ja? Das heißt, euer Level dessen, eure Schwelle dessen, wo ihr auch sagt, ich werde hier ausgenutzt, die ist total niedrig. Ihr seid es einfach gewohnt.
Stichwort Parentifizierung. Also ihr habt die Rolle eurer Mutter, eures Vaters übernommen. Ihr habt umsorgt, ihr habt gegeben und gemacht. Und dann seid ihr in diesem Muster natürlich, wo auch immer ihr euch dann befindet, im Job, bei Freunden, der Partnerschaft, könnt ihr in das gleiche Muster wieder verfallen. Man war schon immer der Helfer, ne? Da kommt manchmal auch so ein Image her, ach, das ist unsere Liebe, ne? Unsere Liebe. Und dann denkt ihr immer so, ja, ich will ja auch die Liebe sein. Ja? Deswegen, wenn ich das jetzt nicht mache, bin ich ja nicht mehr lieb, dann bin ich ja quasi böse. Dass es ein ganz gesundes Level ist und dass man nicht gleich in so eine böse Kategorie rutscht, das ist leider nicht so. Bei Narzissten rutscht man da oft rein. Man unterschätzt sich oft maßlos. Ja, auch das ein großes, großes Problem, wo Narzissten sich überschätzen, unterschätzt sich das Gegenüber sehr, sehr häufig. Man hat wenig Selbstwert und wenn man sich selbst nicht viel wert ist, dann ist auch das Problem, diesen Wert, den man ja selber sich nicht entgegenbringt, auch nach außen hin eben zu verteidigen, sozusagen nicht nur zu verteidigen, sondern auch dafür einzustehen, ja, sondern man lässt sich ausnutzen. Man hofft auf Anerkennung, auf das, was man gemacht hat. Ne? Man umsorgt vielleicht den Partner, man denkt, oh, irgendwann wird er das doch wertschätzen, irgendwann wird er das doch sehen, wie lieb ich das irgendwie mache. Oder der Chef, vielleicht kommt auch im Nachhinein noch irgendeine Anerkennung, wenn man da viel vielleicht auch noch Ideen gibt oder so. Oder der Bruder, wenn man den jetzt supportet, dann wird es irgendwann auch besser, er wird vielleicht auch ein besseres Verhältnis zu einem haben. Also da ist dieses Prinzip Hoffnung, was man häufig in sich trägt. Man kennt es eben auch leider häufig, gerade wenn man ein ganz tiefes Level hat irgendwie. Man kennt es nicht, dass Menschen etwas für einen machen, ohne dass sie etwas von einem erwarten. Und dass es irgendwie ausgeglichen ist. Was macht das mit einem? Ich sage euch, das macht leider nicht viel Gutes. Deswegen ist es auch, ich finde, ein wichtiges Thema und man sollte sich dessen auch eben bewusst sein, was es mit einem macht. Es ist eine Belastung. Schaut es euch einfach an. Zeit, Geld, ja, es kostet Zeit, es kostet Geld, es kostet somit auch eben positive Lebensenergie, also wo man einfach Zeit mit schöneren Dingen auch verbringen könnte. Man ist frustriert, muss man auch sagen. Ne? Es frustriert einen vielleicht schon, auch wenn ihr ein niedriges Level habt. Ihr merkt es vielleicht schon an einigen Punkten, dass ihr was schief läuft, dass ihr nicht gesehen werdet, dass ihr ausgenutzt werdet. Und ja, wohin mit dem Ärger? Im schlechtesten Fall richtet ihr diesen Ärger gegen euch selber und macht euch selbst noch fertig. Ja, das summa summarum führt häufig leider nicht wirklich zu einer mentalen Gesundheit und zu einem glücklichen Leben. Das ist totaler Mist. So soll es auch nicht sein. Und ich sage euch deswegen so oft, es muss ja so auch nicht bleiben. Deswegen jetzt ein ganzer Schwung auch Tipps in diesem Bereich von mir für euch. Also erstmal solltet ihr erkennen, dass es die Strukturen gibt, die eben ungleich irgendwie sind. Ja? Und da solltet ihr auch nicht auf das Verständnis eures extrem narzisstischen Gegenübers, was auch immer es ist, irgendwie damit rechnen. Ja? Denn die haben kein, in dem Sinne, Gerechtigkeitsbild, dass man irgendwie auf Augenhöhe ist, dass es ein ausgeglichenes Geben und Nehmen gibt. Sondern für sich selber muss man dann eher klarziehen, vielleicht auch mit gesunden Menschen im Umfeld, hey, mache ich hier echt zu viel? Ist es nicht, also da muss man manchmal auch so ein bisschen von außen, ihr könnt euch auch super gerne mal melden, können wir auch gerne mal sprechen, dass man mal sieht, hey, irgendwas ist hier, läuft hier verkehrt und irgendwas ist da nicht in Ordnung. Und man denkt aber, dass es normal ist, weil man, wie gesagt, so aufgewachsen ist. Das ist häufig auch so ein Punkt. Schaut euch eure eigene Rolle an, die ihr hattet, die ihr noch vielleicht habt. Seid ihr vielleicht der Helfer, gebt ihr tendenziell einfach immer zu viel? Das kann sein, aber sich dessen erstmal bewusst zu werden, das ist ganz wichtig. Schaut euch Denkmuster an, die nicht hilfreich sind. Die kann man auch haben. Ne? Dass man sagt, naja, ich gebe halt ganz viel, es ist euch bewusst, aber das Karma wird es schon richten irgendwie. Ja? Irgendwann, irgendwo an anderer Stelle werde ich das wieder zurückbekommen. Gibt es ja auch 1000 Millionen Kalendersprüche für. Müsst ihr aufpassen, weil das führt vor allem zu eins fühlen, eben zu Frust. Wenn ihr immer nur gebt und nicht einfordert, wenn ihr keine Grenzen setzt, dann werden euch tendenziell Menschen immer wieder irgendwie ausnutzen. Diese Sprüche sind häufig, ich habe sie genannt, Durchhalteparolen von Narzissten. Zum einen, zum anderen hat es einen häufig auch selbst überleben lassen. Als Kind musstet ihr euch das sagen, ja? Weil ansonsten wärt ihr wahrscheinlich kaputt gegangen zu Hause.
Aber heute solltet ihr sehen, dass diese Sachen wirklich ein Nährboden dafür sind, dass ihr immer ausgenutzt werdet. Denn wenn man etwas nicht zurückbekommt, wenn es keine Ausgeglichenheit gibt, dann solltet ihr wirklich Grenzen setzen. Wie macht man das? Nächster Punkt, Grenzen setzen lernen, und zwar ganz klar. Das heißt, schrittweise vielleicht vorzugehen, das kann unfassbar schmerzhaft sein, denn wenn Narzissten merken, dass du vielleicht Grenzen setzt, dass du dich irgendwie nicht mehr ausnutzen lässt, ist man schnell nicht mehr nützlich und wird leider relativ schnell sozusagen entsorgt. Ich habe euch das mit dieser Theaterkarte erzählt. Jahre, Jahrzehnte geht man vielleicht ins Theater. Auf einmal macht man das nicht mehr so, auf einmal ist man nicht mehr so da. Zack, ist es nicht mehr so wichtig. Und das habt ihr halt oft, weil diese Beziehungen zu Narzissten einfach nicht tiefgehend sind. Die sind sehr, sehr oberflächlich. Es kann auch sein, dass ihr plötzlich, wenn ihr da Grenzen setzt, ne, diese Hilfsthemen oder so, ihr seid auf einmal nicht mehr Teil der Gruppe. Wie engagierst du dich jetzt nicht mehr bei uns? Ne? Die Britta, ne, wenn die Britta jetzt vielleicht auf einmal sagt, zu der Clara, du Clara, pass mal auf, irgendwie ich mache jetzt so viel, ich möchte jetzt auch mal auf die PR-Texte mit drauf oder bitte nehme ich jetzt mal mit auf den Verteiler, sich präsentiert, vielleicht auch mit einfordert, dass sie auf einmal ja dann zurückgewiesen wird, jetzt spiel dich mal nicht so auf, geh mal nicht so in die erste Reihe hier, ja, so lange bist du noch nicht da. Und vielleicht das Ganze torpediert wird und aus der Gruppe dann gedrängt wird. Das ist auch möglich, seid euch dessen bewusst, aber dann ist immer die Frage, wo hat man sich dort befunden und ist das wirklich auch gut und gesund. Das nächste ist, sich selbst mehr wert sein. Ne? Das kann man eben lernen. Das wird nicht klappen mit einem, in 6 Wochen habe ich mehr Selbstwertprogramm, so schön das auch klingt. Das ist einfach, wie ich immer sage, kein kurzer Wochenendtrip, sondern es ist eine längere Rucksackreise. Es ist halt ein Prozess. Man sollte auch nicht gleich zu viel irgendwie in allen Bereichen machen, sondern Schritt für Schritt für sich irgendwie durchgehen und da eben, ja, sich eben Nein sagen zu lernen. Ein Punkt, packe ich euch gleich mal ein Video hinten dran. Wie kann man das lernen? Nein sagen, ne? Ist auch wichtig. Und da eben so seine Schritte zu machen. Dann eben diese Falle quasi, wobei Falle klingt wieder so überlegt. Für Narzissten ist es einfach so. Ja? Die überlegen sich das nicht groß, die stehen nicht morgens auf und machen einen riesen Plan. Für die funktioniert die Welt einfach so traurig das eben auch ist. Aber ihr solltet euch dessen einfach bewusst sein. Sie wirken häufig sehr gebend erst einmal, aber glaubt mal, sie sind häufig sehr berechnet. Es muss sich alles, jede Art von Beziehung muss sich für sie irgendwie rechnen. Und das, was sie quasi geben, auf den ersten Blick holen sie sich auf direkt oder indirekte Art und Weise häufig wieder. Zumindest wollen sie das, aber wichtig ist, dass ihr das wisst und eure Grenzen eben setzt. 3 Fragen. Das erste, wirst du oft von extrem narzisstischen Menschen ausgenutzt? Das zweite ist, wie und bei welchen Themen ist das oft der Fall? Und das dritte ist, wie kannst du da besser Grenzen setzen? Ja, meine Lieben, die Videos sind hier. Abonniert gerne meinen Kanal, schickt auch gerne das Video an jemanden, dem es weiterhilft. Ansonsten wünsche ich euch eine zauberhafte Woche. Leider kann ich jetzt nicht mehr schwimmen, es ist zu kalt. Dafür jogge ich fröhlich durch den Wald. Was macht ihr Schönes? Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Bis nächsten Samstag. Ciao und lasst euch nicht ausnutzen. Ciao.